Willkommen an der Militärakademie in Wiener Neustadt. Mein Name ist Oberst Markus Reisner. Ich bin der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Militärakademie. Und heute, am 40. Tag seit Kriegsbeginn, wollen wir uns kurz ansehen, wie sich die Lage in der Ukraine im Moment darstellt. Dazu habe ich eine kleine Präsentation mitgebracht, die ich nun mit Ihnen durchgehen möchte. Beginnen wir kurz noch einmal mit einem Geländevergleich, damit uns bewusst wird, wie groß die Ukraine eigentlich ist. Ich habe hier Österreich in seinen Grenzen in die Ukraine hineingelegt. Das ist wichtig zum Verständnis im Hinblick auf die von den Russen eingenommenen Gebiete, beziehungsweise auch im Hinblick auf die Gebiete, die jetzt von den Ukrainern wieder zurück in Besitz genommen werden konnten. Gehen wir noch einmal kurz zurück zur Ausgangssituation des 24. Februar. Die russische Seite hat ca. 200.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, die sie zum Einsatz gebracht haben, in folgenden Schwergewichtsräumen. Westlich und nordostwärts von Kiew, im Raum Charkiw, entlang der Kontaktlinie sowie südlich im Raum auf der Krim. Nicht zu vergessen, aber nicht eingesetzt dürfen wir auch jene Kräfte, die sich im Raum Belarus bei Brest befinden. Der Beginn war der Versuch, Kiew in einem Enthauptungsschlag rasch einzunehmen, und zwar zentrale Elemente wie zum Beispiel den Maidan oder das Stürzen der Regierung. Hier wurde diese Luftlandung durch die 31. Airborne Brigade durchgeführt, der gescheitert ist. Das Ergebnis war, dass zwar die Luftlandung nicht funktioniert hat, die russischen Streitkräfte aber in diesen Räumen relativ rasch versucht haben vorzumarschieren. Sie haben dabei die Städte links oder rechts liegen gelassen und sind rasch in die Tiefe des Landes vorgestoßen. Sehen wir uns noch einmal die Kämpfe der letzten 5 Wochen an und versuchen wir herauszufinden, warum die ukrainischen Streitkräfte diesmal erfolgreich waren. 2014 beim Einmarsch der russischen Truppen im Donbass war es so, dass die ukrainischen Streitkräfte versucht haben, die russischen Verbände in Grenznähe aufzuhalten. Sie wurden oft umfasst und eingekesselt. Diesmal hat man die russischen Verbände hereingelassen in das Land, hat sie dann begonnen zu verzögern und hat ihre Versorgungskonvois angegriffen. Das haben vor allem ukrainische Spezialkräfte, aber auch die Nationalgarde durchgeführt. Zusätzlich kam es zum Einsatz von Drohnen, wie zum Beispiel der türkischen Bayraktar oder auch von gezielter Artillerie. Das hatte einen massiven Abnutzungseffekt für die russische Seite. Das erinnert auch sehr an das Konzept der Raumverteidigung in Österreich. Damals war es so, dass man versucht hat, gegen die übermächtige Sowjetarmee eine valide Abwehrstrategie zu entwickeln. Und man hat gesagt, wir versuchen, die sowjetischen Streitkräfte hereinzulassen, sie dann in Schlüsselzonen zu bekämpfen und zu verzögern und dann mit Jagdkampfkräften ihre Versorgungslinien abzuschneiden. Die Idee war vor allem die der Abschreckung. Das heißt, man wollte es dem Gegner zeigen, dass es nicht möglich ist, rasch quasi durch Österreich durchzumarschieren. Das zweite wesentliche Element für den Erfolg der ukrainischen Einsatzführung war aber sicherlich und ist bis jetzt der Austausch von Aufklärungsdaten. Wir wissen, dass pro Tag zwischen 10 und 15 Aufklärungsmaschinen der NATO und der USA im Raum westlich, nördlich und südlich der Ukraine sich befinden. Diese Aufklärungsflugzeuge und auch Drohnen generieren Daten. Diese Daten werden dann den ukrainischen Streitkräften gegeben, die darauf basierend ganz gezielt Targeting durchführen können. Einer der Gründe, warum bis jetzt 7 Generäle und 15 Oberste in den Kampfhandlungen gefallen sind. Und hier an dieser Slide erkennt man noch einmal sehr gut die Intensität dieser Aufklärungsflüge im Raum westlich bzw. südlich von der Ukraine. Am Übergang von der 4. zur 5. Woche gab es ein signifikantes Ereignis, ein Briefing des russischen Verteidigungsministeriums. In diesem Briefing hat das russische Verteidigungsministerium das erste Mal gezeigt, wie sie den Vormarsch ihrer Truppen tatsächlich sehen, was man an dieser Karte erkennen kann. Dieser Vormarsch korreliert auch mit dem Ergebnis der Aufklärung der westlichen Staaten, wie man zum Beispiel hier an diesem Beispiel aus Großbritannien sehen kann. Wir erkennen also den Vormarsch auf Kiew, die Kämpfe bei Sumy, Charkiw, im Donbass und im Süden. Wie man erkennen kann, war es bei dem Briefing so, dass die russische Seite vermittelt hat, dass sie eigentlich gar nicht vorhatte, Kiew oder die anderen Städte anzugreifen, sondern sich immer auf den Donbass konzentrieren wollte. Der Donbass soll nun auch das Ziel sein der Operationsführung, und es scheint durchaus denkbar, dass man in den nächsten Wochen bis zum 9. Mai, den Tag des Sieges, versucht, hier eine Entscheidung herbeizuführen. Die russische Seite hat also begonnen, die Nordfront auszudünnen und sich zurückzuziehen und Kräfte zusammenzuziehen im Hinblick auf eine mögliche Operation, die sicher der Einkesselung der ukrainischen Streitkräfte im Donbass dient. Zusätzlich wird man sich im Süden bei Cherson, aber auch im Charkiw weiter konsolidieren, um diese Einsatzführung zu unterstützen. Die ukrainische Seite steht vor der Herausforderung einer möglichen Einkesselung ostwärts des Dnepr,
Also dieser muss sie entkommen, um quasi vor allem an der günstigen Verteidigungslinie des Dnepr weiter verteidigen zu können. Sehen wir uns das noch einmal im Vergleich mit anderen Karten an. Hier die Karte vom 3. März, wo man hier massiv den Vormarsch von russischer Seite erkennen kann, im Vergleich zum 2. April, wo man sieht, dass der Norden von Kiew bereits beginnt, sich auszudünnen, was man auch auf dieser letzten Karte vom 3. April sehen kann, wo also bereits der Nordbereich von Kiew bereits leer von russischen Truppen ist und auch ein Zurückgehen der russischen Truppen aus dem Raum Tscherniv und bei Sumy erkennbar ist. Die Grundherausforderungen der ukrainischen Seite sind unverändert. Die erste Herausforderung ist das Halten von Kiew als politisches und militärisches Zentrum des Landes. Das ist gelungen und das ist im Moment auch als klarer Sieg für die Ukrainer anzusprechen. Die zweite Herausforderung, das wo offensichtlich das Schwergewicht der Russen nun abzielt, ist die Gefahr eines Einschließens entlang der Kontaktlinie. Hier erkennen wir, dass die russische Seite bei Isium, aber auch im Süden versucht, quasi diesen Kessel entstehen zu lassen. Die dritte Herausforderung ist nach wie vor, dass wir Kräfte im Raum Brest haben, auf der belarussischen Seite, wo nicht erkennbar ist, ob die einen Zusatzauftrag in Zukunft durchführen werden. Das könnte zum Beispiel ein begrenzter Angriff sein, um Panik im Westen des Landes entstehen zu lassen. Und die vierte Herausforderung ist nach wie vor der Umstand, dass die russische Seite bereits den Dnepr überschritten hat im Raum Cherson und möglicherweise unterstützend auch zur Einkesselung entlang des Westufers vorstoßen könnte. Wenn wir uns vor Augen führen, dass die ukrainischen Streitkräfte die quantitativ stärksten Streitkräfte Europas waren, so ist diese Folie sehr aufschlussskräftig. Das ist eine Folie der russischen Seite, die die verfügbaren Kräfte auf ukrainischer Seite sowie die aus ihrer Sicht erfolgten Abnützungen darstellen. Man kann erkennen, dass die ukrainischen Streitkräfte massiv aufgestellt waren. Jedoch ist das Problem, dass seit dem 24. eine stete Abnützung passiert. Das heißt, wir haben also laufend Fliegerangriffe, aber auch der Einsatz von Präzisionswaffen, der den ukrainischen Streitkräften Verluste beibringt. Wir haben also das Problem, dass wir vor allem diese schweren Waffen nicht mehr in dieser Ausprägung so wie am Beginn sehen. Und wenn die Ukrainer es wollten, dass sie quasi ihr Land wieder zurückerobern, bräuchten sie gerade diese massiven Waffensysteme, um das durchführen zu können. Die Frage, die auch zu stellen ist die Verfügbarkeit von Präzisionswaffen. Wir wissen, dass auf der ukrainischen Seite das Arsenal zunehmend weniger wird. Das sind vor allem Toschka-U ballistische Raketen, aber auch verfügbare Drohnen wie zum Beispiel die Bayraktar. Auf der russischen Seite haben wir mittlerweile über 1400 eingesetzte Präzisionswaffen. Dazu zählen Marschflugkörper, wie zum Beispiel vom Typ Kaliber, aber auch Hyperschallwaffen, wie vom Typ Kinschal, sowie ballistische Raketen, wie zum Beispiel vom Typ Iskander und nicht zu vergessen der Einsatz auch von Drohnen, wie zum Beispiel hier diese Orion oder auch ähnliche Systeme vom Typ Phobos, die ganz gezielt die ukrainischen Streitkräfte bewirken können. Die Frage ist, wie geht es weiter? Unisono können wir sagen, dass der kurze, intensive Krieg offensichtlich nicht funktioniert hat. Der Blitzkrieg ist gescheitert. Wir befinden uns nun in einem Abnützungskrieg, wo es entscheidend ist, welche Seite quasi den längeren Atem hat. Hier haben wir natürlich den Vorteil auf der russischen Seite, die massiv an Ressourcen verfügbar machen kann, während die ukrainische Seite scheinbar nur begrenzte Ressourcen hat. Wenn jedoch beide Seiten etwas erreichen, das sie ihren Bevölkerungen verkaufen können, so scheint es möglich, dass wir eine Verhandlungslösung sehen. Wenn jedoch die Unterstützung des Westens von russischer Seite nicht mehr toleriert wird, also zunehmende Waffenlieferungen, dann könnte es sein, dass der Krieg sich überregionalisiert. Das heißt, es kommt dazu, dass wir zum Beispiel in einem Wirtschaftskrieg beide Seiten in einer entsprechenden Abnutzung sehen. Ein mögliches Szenario wäre auch ein Umsturz, der innerhalb von Russlands passiert, also im Umfeld des Präsidenten. Diese zwei Skizzen sollen Ihnen kurz darstellen. Einerseits den Versuch der NATO, massiv ein Abschreckungspotenzial darzustellen und auf der anderen Seite auf dieser chinesischen Karte interessant die Einzeichnung zentral, nämlich KHPR, also Cherson People's Republic, was eine Idee dafür sein könnte, wie die Nachkriegsordnung von russischer Seite möglicherweise sich darstellen wird. Also quasi eine Teilrepublik, analog zu den beiden anderen, also im Sinne quasi von Satellitenstaaten, die von russischer Seite kontrolliert werden. Damit bin ich am Ende des Vortrages und mit diesem Bild der verheerenden Zerstörung in Mariupol möchte ich mich für das Zuhören bedanken und bis zum nächsten Mal.